Ja, hi Leute, ich bin hier auf der TechCrunch 2013 und ich habe hier die Omart TrueSmart. Schalte ich einfach mal ein. Nachdem ich euch schon die Smartwatch von Sony, von Samsung und von Pearl, die Sim Valley, gezeigt habe, hier einmal die Omart TrueSmart. Das war ein Kickstarter-Projekt, hat innerhalb der ersten 30 Tage auch $1 Million eingebracht und sieht vom Design her sehr schön aus, ist basierend quasi auf der Sim Valley, nur ein bisschen anders. Und ich würde sagen, die ist auch wesentlich besser. Sie hat hier ein Mineralglas als Oberfläche, also ist auch schön kratzfest. Und wie ihr sehen könnt, es läuft auch sehr flüssig. So, ich muss sagen, ich habe etwas trockene Finger gerade, also ich habe den Homescreen. Zurück geht ihr hier, wenn ihr einfach von rechts nach links wischt. So, und auf den Homescreen kommt ihr durch den unteren Button. Wir haben hier verschiedene Apps schon drauf, Facebook zum Beispiel, hoppla. Und schauen wir mal, eine Kamera zum Beispiel, hier ist auch eine Kamera drin, hier vorne, wie ihr hier sehen könnt. Nimmt auch Videos auf, wenn ich mich nicht irre, in 720p und natürlich auch Fotos. Und nachdem die ersten Clips so gesehen habe, sah auch recht gut aus. Gehen wir wieder zurück. Ja, hier hat schon jemand ein Foto gemacht. So. Hat zwei Hardwarekasten, fühlt sich auch recht angenehm an. Das Armband ist gummiert, ist so ähnlich wie die Sim Valley Watch, also sehr angenehm zu tragen. Das Ganze ist auch wasserfest. Ihr könnt damit also auch ins Schwimmbad, großer Vorteil. Das heißt, ihr könnt telefonieren und schwimmen gleichzeitig. Mit dem Handy, das nimmt ihr normalerweise nicht mit und das könnt ihr euch klauen lassen. Bei der Uhr, die ist ja am Handgelenk fest, da könnt ihr auch schwimmen. Ihr solltet nur nicht tauchen damit, also fürs Tauchen ist sie nicht freigegeben und ist halt noch nicht komplett funktionell hier. Da kommen noch ein paar Updates. Deswegen kann ich euch jetzt hier nicht alles zeigen, außerdem habe ich hier keine Internetverbindung. Ansonsten könnt ihr ja auch einen Browser zeigen. Guck mal, hier haben wir die Einstellung zum Beispiel. Gehen wir mal in die Einstellung rein. Das ist jetzt alles noch auf Englisch. Und hier sieht man auch nochmal das System. About Phone, Omart, Android 4.2.2 und Kernel 3.4.5, so ähnlich halt wie bei der Sim Valley Smartwatch. Ja, die Bedienung ist jetzt für mich noch ein bisschen ungewohnt. So. Mal zurück. Homescreen. Ja, ich merke, man darf nicht so schnell rüberwischen, dann kriegt ihr auch alles mit. Wie ihr sehen könnt. Und dann ist es auch sehr smooth. Ihr hattet ja gerade gesehen, ich hatte so ein paar Probleme beim Wischen. Dann habe ich gerade von der netten Dame von Omart mitgeteilt bekommen, man muss auf dem Bildschirm bleiben. Also ich bin jetzt von außen gegangen und deswegen gab es Probleme. Aber wenn ich auf dem Bildschirm bleibe, dann läuft das absolut flüssig und es gibt überhaupt keine Probleme. Gesprächsqualität und so kann ich jetzt leider nicht testen, vielleicht wenn ein Modell verfügbar ist. Ist halt ein kurzes Hands-on und das Display wirkt auf jeden Fall sehr scharf. Ich versuche mal kurz hier was zu schreiben. So, Status. Also Heise habe ich jetzt nur geschrieben und es funktioniert auch problemlos. Gehen wir mal zurück. Hätte man gar nicht gedacht, dass man bei den kleinen Tasten wirklich trifft, aber es funktioniert. Und zur Not kann man sich natürlich noch irgendwo einen Stylus kaufen und die mit benutzen. Ist keiner dabei. Von daher ist das vielleicht empfehlenswert, besonders im Winter, wenn man Handschuhe trägt. Aber funktioniert, man kann wirklich mitschreiben, obwohl man so ganz kleine Tasten hat. Und die Auflösung bei der Uhr ist 240 x 240 Pixel. Genaue Details findet ihr dann unten im verlinkten Beitrag. Ja, hier seht ihr sie nochmal im Detail. Wir haben einmal das Display mit einer Auflösung von 240 x 240 Pixeln. Das Ganze hat natürlich auch GPS verbaut. Hier sieht man das auch nochmal, das GPS-Symbol. Hier. Und die Kamera das scharf stellt. So. Hier habt ihr auch einen Slot für die SIM-Karte. Die Kamera mag nur gerade nicht scharf stellen. Und auf der rechten Seite seht ihr auch nochmal die Kamera und die zwei Menü-Buttons. Ja, jetzt hat die Kamera auch wieder Fokus. Fühlt sich auch sehr wertig an, ist auch gar nicht dick, würde ich sagen. Eine ganz normale Uhr, die ihr kauft, eine hochwertige Uhr, die hat ungefähr dieselben Abmessungen. Die ganzen werden demnächst ausgeliefert. Die ersten werden demnächst ausgeliefert. Ihr könnt die auch schon online bestellen. Link findet ihr auch im Beitrag. Und das zum kurzen Hands-on erstmal. Wenn ich ein Testmodell zur Verfügung habe, gehe ich etwas genauer auf das Modell ein. Ja, nachdem ihr nun dieses Hands-on von der Omart TrueSmart sehen konntet, jetzt noch ein paar Worte dazu von mir. Ich war halt heute auf dem TechCrunch Disrupt in Berlin. Das ist ein kleines Start-up-Event. Video dazu gibt es dann später nochmal. Und da habe ich dann netterweise die Olga von Omart getroffen und die hat mir dann kurz die Möglichkeit gegeben, dass ich mir das Ganze mal anschaue. Danke an dieser Stelle an Omart dafür und natürlich an Olga. Ja, leider war ich zeitlich sehr knapp und es hat zeitlich alles nicht so geklappt. Und deswegen hatte ich nur ca. 10, 15 Minuten Zeit, mir die Uhr anzuschauen, bevor ich dann leider weiter musste.
Deswegen fiel es nicht genauer aus und ich konnte euch nicht so viel zeigen. Allerdings funktioniert die Uhr auch noch nicht komplett. Das heißt, Internet war zum Beispiel nicht eingerichtet und so. Ich konnte es also nicht zeigen. Allerdings war es bei den Hands-on-Videos auf der IFA, wie zum Beispiel der recht ähnlichen Sim Valley von Pearl, genau dasselbe. Da ging Internet nicht und ich konnte euch das auch nicht zeigen. Aber da es im Prinzip ein Smartphone ist mit einem sehr kleinen Display, muss man sich da sicherlich keine Sorgen machen. Was mich auf jeden Fall sehr positiv überraschte, war das Schreiben. Also an meinem Note 2 kommt es öfter mal zu vertippern, obwohl man ziemlich große Tasten hat. Bei der Omar TrueSmart sind die Tasten ja extrem winzig, wie ihr sehen konntet. Und trotzdem hat es geklappt, beim ersten Versuch einfach mal Hi There zu schreiben und es gab keine Fehler darin. Und was den Akku angeht bei der Smartwatch, muss ich sagen, der soll 100 Stunden halten und Telefonie bis zu 4 Stunden. Das ist absolut im Rahmen für so einen kleinen Akku. Der ist auch nicht fest verbaut. Ihr müsst zwar mit einem Schraubendreher wahrscheinlich ran, denn die ist ja wasserfeste Uhr. Das heißt, die ist richtig gut verschlossen und ihr müsst sie dann entsprechend wieder öffnen, um den Akku zu tauschen. Aber ihr könnt einen Akku kaufen und das ist auch schon mal sehr gut. Allerdings benutzt man so eine Uhr höchstwahrscheinlich eher wirklich zum Telefonieren, zum gelegentlichen Schauen, Facebook, Infos und so weiter und weniger um Videos zu gucken oder dauerhaft zu surfen etc. Dafür benutzt man eher ein Smartphone oder ein Tablet. In dieser Kombination fände ich übrigens ein Tablet wie hier das Google Nexus sehr empfehlenswert oder ein großes Smartphone. Und ja, am besten ein Tablet mit einer eigenen LTE-Versorgung wahrscheinlich, um die Akkus in der Smartwatch zu schonen. Allerdings würde wahrscheinlich auch T-String funktionieren und da ist halt die Frage, wie lange hält der Akku. Müsste man auch wieder ausprobieren. Hier empfiehlt Bluetooth T-String. Muss man dann schauen, wenn ein Testmodell zur Verfügung steht, werde ich auf jeden Fall noch ein Review dazu machen. Oder wenn es die Möglichkeit gibt, dass ich ein detaillierteres Hands-on mache, wo ein bisschen mehr Zeit ist auf meiner Seite und auf Seiten von Omar, dann werde ich das natürlich auch nochmal nachreichen. Aber erstmal muss das kurz erreichen. Ja, und zur Geschwindigkeit, ihr konntet ja sehen, es läuft ziemlich flüssig. Das hat die TrueSmart ihrem Cortex A7-Prozessor zu verdanken. Das ist ein Dual-Kern-Prozessor. Muss man sich mal vorstellen, eine Uhr mit dem Dual-Kern-Prozessor. Früher hatten wir nicht mal Rechner, die so viel Rechenleistung haben, wie heute die Uhren haben. Arbeitsspeicher hat die Uhr 512 MB RAM, ist nicht viel. Es gibt aber auch eine Version mit 1 GB RAM und ähnlich verhält es sich mit dem internen Speicher der Smartwatch. Es gibt sowohl eine 4 GB Version als auch eine 8 GB Version. Allerdings müsst ihr euch damit nicht zufrieden geben, denn ihr könnt die Smartwatch auch mit einer Micro-SD-Karte erweitern um 32 GB. Dafür muss die Uhr wieder aufgeschraubt werden und dann könnt ihr da die SD-Karte, die Micro-SD-Karte einlegen. Apropos Mikro, da es eine Smartwatch ist mit Telefoniefunktion, habt ihr gesehen, dass an der Seite so ein kleiner Slot ist, der ist auch verschraubt, damit er wasserdicht ist, für die SIM-Karte. Und hier nimmt die Uhr Micro-SIM-Karten auf. Also wer noch keine Micro-SIM-Karte hat und so eine Smartwatch möchte, der braucht eine Micro-SIM-Karte und muss sich dann mit seinem Anbieter in der Regel kostenlos bestellen. Ja, auch zur Sprachqualität konnte ich euch leider noch nichts sagen. Lautsprecher, Mikrofon, keine Ahnung. Ich hoffe, es kann es irgendwann nachreichen, sobald die verfügbar ist. Die ersten werden ja demnächst verschifft und ich hoffe, dass dann auch vielleicht ein paar Testprodukte dabei sind, um mal das Ganze für ein Review genauer anzuschauen. Ja, zu den Negativpunkten dieser Smartwatch muss ich natürlich auch noch was sagen. Man sieht den Digitizer. Das ist diese kleine Sensorenoberfläche, die aufnimmt, wenn ihr halt den Finger drüber macht, also der Touchscreen quasi. Und es zeigt sich, indem man überall so kleine Punkte sieht. Allerdings ist es jetzt nicht gravierend, fällt nur bei bestimmten Lichteinfall auf und teure Smartphones wie das Sony Z1 haben das ebenfalls. Man könnte damit eigentlich auch sagen, das ist ein Qualitätsmerkmal. Ist bei neueren Geräten leider oftmals der Fall, keine Ahnung wieso. Mich stört es nicht, aber manche fühlen sich daran gestört, deswegen sage ich es an dieser Stelle mal, dass das hier auch der Fall ist. Die ganze Oberfläche ist übrigens Mineralglas bei der Smartwatch, ist also schön kratzfest. Ja, und die Wasserdichtigkeit, die Uhr ist halt nicht zum Tauchen gedacht, aber ihr könnt damit schwimmen. Denn wie ich schon sagte, wenn man mit dem Telefon und mit dem Handy irgendwo unterwegs ist, zum Beispiel im Schwimmbad im Sommer, man muss das irgendwo hinlegen und vielen wird es dann leider auch geklaut. Bei der Smartwatch kann man es einfach am Handgelenk halten, man kann duschen, man kann schwimmen. Nur wer richtig tief tauchen will, der sollte das mit der Uhr lieber lassen, denn dafür ist sie nicht ausgelegt, denn es ist halt keine Taucheruhr. Ja, das soll es auch erstmal von mir gewesen sein zum Hands-on der Omar TrueSmart. Ihr könnt sie jetzt schon bestellen, Link findet ihr auch unten unter dem Beitrag. Ja, das soll es dann auch erstmal gewesen sein von mir zum Statement, zum Hands-on
von der Omart TrueSmart. Und ihr könnt, wenn ihr wollt, die Uhr auch schon bestellen. Link ist unten in der Beschreibung vom Video zu finden. Das war's. Bis zum nächsten Video hier bei Video Review Info.